diesem Video erfährst du, wie diese beiden Beschwerden miteinander verbunden sind und ja klar, was du dagegen tun kannst. Der Körper ist ein System, in dem alles zusammenarbeitet. Wenn ein Teil Beschwerden hat, wie zum Beispiel das Knie, hat das Auswirkungen auf einen anderen Körperareal, wie zum Beispiel den unteren Rücken. Und genau das kann auch positiv sein, indem ein anderer Bereich das kompensiert, ausgleicht und man ist trotzdem beschwerdenfrei. Aber je nachdem, wie die anderen Umstände im Körper so sind oder dein Alltag so ist, kann es dazu kommen, dass ein Areal, das Knie, dann auch Beschwerden im unteren Rücken auslöst. Menschen, die eine Kniearthrose haben, haben häufiger eine Einschränkung der Streckung. Das heißt, das Knie bleibt eher in einer leichter gebeugter Haltung. Das hat zur Folge, dass auch die Hüfte das ausgleicht und auch in der Hüfte mehr Beugung stattfindet. Was letztendlich dazu führt, dass das Becken nach vorne kippt. Diese vordere Kippung kann dann eine Überbelastung auf den unteren Rücken ausüben. Wer Schmerzen hat, tendiert das Gelenk nicht mehr in vollem Ausmaß zu bewegen. Bewegungseinschränkungen sowohl im Rücken als auch im Knie sorgen dafür, dass die Flexibilität verloren geht, wodurch die Bewegungen steifer und unangenehmer werden. Es entsteht eine Kettenreaktion von Knie, Hüfte und Rücken. Der Schlüssel zur Verbesserung der Beschwerden liegt daran, die Beweglichkeit wiederherzustellen, die Kraft von der gesamten Muskulatur, Oberschenkel, Becken und Rumpf zu erhöhen und letztendlich auch die Haltung zu verbessern. Übungen, die gezielt die Zusammenarbeit von Rücken, Becken und Beine trainieren, sind der beste Weg, um aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen. Und welche Übungen das sind, das zeige ich dir jetzt. Bei der ersten Übung geht es darum, die Beweglichkeit vom Knie zu verbessern und die hinteren Oberschenkelmuskulatur wieder zu dehnen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Rückenschmerzen häufig mit einer zu verkürzten Ischiusmuskulatur zusammenhängt. Und dafür solltest du jetzt das betroffene Bein auf einen Stuhl drauflegen. Der Stuhl soll ungefähr Hüfthöhe haben, das heißt, es darf nicht zu niedrig sein wie ein Hockerchen. So, du platzierst als erstes dein Bein jetzt da drauf und jetzt geht es darum, dass du versuchst, ganz bewusst dein Knie zu strecken. In eine gestreckte Position angekommen, kannst du das noch ein bisschen unterstützen, indem du mit deinen Händen einen leichten Druck oberhalb von der Kniescheibe ausübst, nach unten Richtung Boden. Wenn du locker in diese Position erstmal reinkommst, dann geht es als nächstes um die Dehnung. Zieh die Zehe zu dir ran. Dadurch wirst du jetzt eine gute Dehnung hier in der Wade spüren bzw. in der Kniekehle. Behalte diese Position und gehe nun mit dem geraden Rücken vorwärts. So als ob du deinen Brustkorb nach vorne Richtung Oberschenkel bringen willst. Geh in der Position rein, bleib für ein paar Sekunden und lass es dann wieder los. Zehe wieder ranziehen, das Knie durchstrecken nach unten, mit ein bisschen Hilfe von den Händen mehr Streckung ausüben und dann mit dem Rumpf vorwärts und wieder zurück. Versuche so gerade wie möglich den Rücken vorwärts zu bewegen, den gesamten Rumpf. Dadurch verstärkst du mehr die Dehnung an den hinteren Oberschenkelmuskel. Wiederhole diese Bewegung für mindestens 15 bis 20 Mal. Und wenn du mit einer Seite fertig bist, dann mach auch die andere Seite, damit die Muskulatur im Balance bleibt. Knie durchgestreckt, nach unten gedrückt, Zehe werden zu dir herangezogen, mit dem geraden Rücken kommst du vorwärts. Es ist nicht selten, dass man auf einer Seite mehr Dehnung spürt als auf der anderen. 15 bis 20 Wiederholungen und das Ganze für 2 Serien. Nutze es gleich aus, dass der Stuhl schon da steht mit dem Kissen und es geht nun um die Dehnung von den Hüftbeugen. Aber nicht eine einfache Dehnung, sondern eine aktive Dehnung. Dafür solltest du das Knie auf dem Stuhl drauf platzieren,
Das Knie soll mindestens 90 Grad behalten auf der Sitzfläche drauf. Du kannst dich gerne an der Sitzfläche festhalten, wenn du es benötigst, sonst kannst du es auch freihändig machen, je nachdem, wie dein Gleichgewicht gerade ist. Mit der anderen Seite gibst du nun einen Schritt nach vorne, so dass in der Hüfte als erstes schon diese Streckung stattfindet. Bei vielen Patienten reicht es schon, in diese Position zu kommen, damit man eine Dehnung hier vorne an der Hüfte spürt. Wenn du die Position jetzt angenommen hast, jetzt versuch mal dynamisch in der Dehnung reinzugehen. Gelenke brauchen Bewegung. Je mehr Bewegung, desto besser. Also platziere deine Hände auf die Hüfte und geh nun mit dem Bein, was auf dem Boden ist, in eine Kniebeuge rein. Damit verstärkst du nun die Streckung der Hüfte und stärkst gleichzeitig das Bein, was auf dem Boden ist. Und geh dann in die Ausgangsposition wieder zurück. Eine Dehnung der Hüftbeuge wirkt sich positiv sowohl auf Rückenschmerzen als auch auf die Kniebeschwerden aus. Auch diese Übung solltest du jetzt mindestens 15 bis 20 Wiederholungen durchführen. Wenn du auf einer Seite fertig bist, geht es um die nächste Seite. Das Bein wird auf dem Stuhl abgelegt, das Knie bleibt in 90 Grad. Mit der anderen Seite gibst du nun einen Schritt nach vorne, damit die Hüfte schon in der Streckungsposition reinkommt. Deine Hände werden an der Hüfte platziert und an das vordere Bein, das wird jetzt arbeiten. Dieses Bein stärkst du, indem du in einen Ausfallschritt gehst, nach vorne eine Kniebeuge machst und gleichzeitig wird das gegenüberseitende Hüftbeuge gedehnt. Kurz in der Position reingehen und dann wieder zurück. Ebenfalls hier solltest du 15 bis 20 Wiederholungen durchführen. Geh langsam und kontrolliert in die Bewegung rein. Das sorgt dafür, dass die Kräftigung für das Standbein effektiver wird. Jetzt geht es um die Stärkung und die Stabilität von deinem Rumpf und Becken. Je stabiler deine Muskulatur ist, je kräftiger sie ist, desto weniger Überbelastung entstehen am Knie. Ich zeige die Übung jetzt am Stuhl. Das ist eine schwierige Variante. Alternativ dazu zeige ich gleich später. Platziere deine Hände auf die Stuhllehne oder wenn du sie stabiler brauchst, gerne auf einen Tisch. Geh dann mit deinen Händen so weit wie möglich nach hinten und in dieser Position versuche nun ganz gerade zu bleiben. Bringe deine Ellenbogen in eine leichte Beugung, so weit, dass du in deiner Wade eine leichte Dehnung spürst. Und in dieser Position bleibst du jetzt für mindestens 30 Sekunden. Achte darauf, dass deine Schulter, Becken und Knie in eine Linie sind. Nicht den Hohlkreuz fallen, nicht den Rücken durchfallen lassen und auch nicht den Po viel zu weit nach hinten. Wenn du in diese Haltung reingehst, verliert die Übung an Effektivität. Also Hände auf dem Tisch oder an der Stuhllehne, Ellenbogen leicht gebeugt, die Ferse sind auf dem Boden, du bewegst dich so weit nach vorne, bis du eine leichte Dehnung in der Wade spürst, Knie sind durchgestreckt, spann nun Rücken, Gesäßmuskel und auch den Bauch ein, damit du schön stabil in der Position bleiben kannst. Bleib in der Position für 30 Sekunden. Nach den 30 Sekunden bringst du dann ein Bein nach vorne in einen Ausfallschritt und kommst dann wieder hoch. Diese Übung solltest du für 5 Mal wiederholen. Eine Alternative dazu, wenn es dir die Hände zu doll wehtun, ist, dass du einen Unterarmstütz auf der Sitzfläche machst. Lege ein Kissen auf den Boden und auf diesem Kissen kannst du nun erstmal knien. Deine Unterarme platzierst du jetzt auf der Sitzfläche von einem Stuhl. Bei vielen reicht schon aus, dass man einfach in dieser Position bleibt. Also die Sitzlehne ist weit von dir genug entfernt, dass du, wenn du jetzt halt nach unten guckst, in eine Linie bist, was die Schulter, Becken und Knie angeht. Das Wichtige in dieser Position ist zu kontrollieren, dass das Becken nicht nach vorne geht, beziehungsweise dass der Popo nicht so weit nach hinten bleibt. Schön in einer Linie bleiben und in dieser Position ganz bewusst die Bauchmuskulatur anspannen, dass du schön in einer Linie bleibst.
Eine schwierige Alternative dazu wäre, dass man das Gleiche macht, indem man die Knie hochhebt. Aber das ist schon für Fortgeschrittene. In beider Variante solltest du in der Lage sein, 30 Sekunden zu halten und das Ganze 5-mal zu wiederholen. Schmerzen am Bewegungsapparat lassen sich einfach durch Bewegung lindern, in fast allen Fällen. Wenn dir das genau interessiert, wie du von zu Hause mit einfachen Übungen deine Schmerzen lindern kannst und im Alltag beweglicher wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos für deine Gesundheit. Und jetzt geht es weiter mit 2 Übungen zur Stärkung der Muskulatur. Eins kann ich mit Sicherheit sagen: Wer Kniebeschwerden hat, muss den Quadrizeps, den vorderen Oberschenkelmuskulatur trainieren. Ohne das wird's nichts. Und eine gute Möglichkeit, diese Muskelgruppe zu trainieren und gleichzeitig den Gegenspieler zu dehnen, ist es, indem man das Bein festhält, direkt unterhalb von der Kniekehle, die Oberschenkel, nicht zu nah dran, sondern im besten Fall im 90 Grad zur Hüfte. So, halte das Bein fest. Du kannst den Rumpf ein bisschen hochheben, dann hast du auch automatisch ein bisschen mehr Arbeit von der Bauchmuskulatur, was ja auch ganz gut ist bei Kniebeschwerden. Und in dieser Position streckst du nun das Bein nach oben, so weit wie du kannst. Halte es oben für ein paar Sekunden fest und lass es dann langsam wieder runter. Wenn es dir über die Dauer zu anstrengend wird für den Hals, kein Problem. Nur das Bein nicht zu weit zu dir ranziehen, ja? Maximal 90 Grad, unterhalb von der Oberschenkel festhalten und dann das Knie strecken. Ferse Richtung Decke, so weit wie du kannst. Achte darauf, dass du das Knie komplett streckst. Wenn das nicht geht, dann liegt es daran, dass der hinteren Oberschenkelmuskel, dass der zu verkürzt ist. Eine Alternative dazu ist, dass man die Hüfte ein bisschen weiter nach unten lässt. Du kannst sie zum Beispiel jetzt halt hier mit einem Bademantelgurt oder mit einem normalen Gurt festhalten und in weniger Streckung der Hüfte dann halt arbeiten. Dann müsste es leichter fallen, das Knie komplett zu strecken. Unabhängig von dem Winkel geht es zuerst darum, das Knie komplett zu strecken. Langsam heben, oben 2 Sekunden festhalten und dann langsam wieder runterlassen. 10 bis 12 Wiederholungen sollen das werden und dann mindestens 3 Serien davon. Je nach Geschwindigkeit wird die Muskulatur schneller oder langsamer ermüden. Bei dieser Übung immer beidseitig trainieren. Auch auf der gesunden Seite solltest du dann wieder trainieren. 10 bis 12 Wiederholungen, 3 Serien. Und die letzte Übung stärkt dann Wade, Gesäß und hinteren Oberschenkel, den Hamstrings. Dafür bleibst du weiterhin einfach auf dem Rücken, wie du gerade bist. Als erstes hebe die Ferse von dem Boden. Jetzt ist es wichtig, dass der Untergrund jetzt nicht so doll rutschig ist. Am besten ohne Socken oder nicht zu weich wie das Bett, weil sonst wird dein Fuß zu doll einsinken. Heb die Ferse hoch. Verteile jetzt den Druck gut zwischen den großen Zeh bis zum kleinen Zeh hin, dass den gesamten Vorfuß auf dem Boden ist. Und in dieser Position hebst du nun das Becken. So dass jetzt Knie, Hüfte und Schulter wieder in eine Linie sind. Achte darauf, dass du nicht in Hohlkreuz gehst, das Becken zu doll hebst. Genauso solltest du das Becken nicht zu tief fallen lassen oder die Ferse senken. Also Ferse bleiben oben, Knie sind in eine Linie mit der Hüfte und mit der Schulter. Oben angekommen, ganz bewusst Gesäßmuskulatur anspannen und dann langsam wieder senken. Erst wenn das Gesäß unten angekommen ist, legst du dann auch die Ferse wieder auf den Boden, um dann wieder von vorne zu beginnen. Ferse heben, Knie strecken, Gesäß angespannt, Bauch angespannt, oben angekommen, langsam wieder runtergehen mit dem Gesäß und als letztes die Ferse auf dem Boden. 10 Wiederholungen, 3 Serien davon solltest du dann mindestens durchführen.
Wenn es dir zu schwer ist und deine Muskulatur noch nicht so gut trainiert ist, dann ist es kein Problem, dass du weniger Wiederholungen durchführst. Nur dann solltest du so viel arbeiten, bis die Muskulatur tatsächlich erschöpft ist. Mache 5, 6 Wiederholungen, aber dafür 4, 6 oder 7 Serien. Wenn du sowohl Schmerzen im Rücken und im Knie hast, probiere diese Übungsserie aus. Ich bin mir sicher, die werden dir helfen, beweglicher zu werden und deine Schmerzen zu lindern. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!